Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns die Helicon Tex Blizzard Jacket und Pants. Helicon hat ja schon seit längerem mehrere Produktlinien, unter anderem die Bushcraft-Linie, und dazu gehört auch das Blizzard-Set. Das Blizzard-Set gibt es nicht im Set zu kaufen, sondern muss man einzeln kaufen, aber es sind zwei zusammengehörende Teile, nämlich die Blizzard Jacket und die Blizzard Pant, die hier unten dran noch nicht zu sehen ist. Dabei handelt es sich um eine Softshell-Garnitur, die so nach dem Motto konzipiert ist: es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Softshell im Vergleich zu Hardshell ist natürlich jetzt nicht regendicht, dafür sehr, sehr atmungsaktiv. Es trocknet sehr, sehr schnell. Man hat eine relativ gute Schutzeigenschaft gegen Wind, also sprich leichter Regen, Schnee, Wind. Dafür ist Softshell perfekt. Und genau nach diesem Prinzip ist auch die Blizzard-Garnitur designt. Ihr habt vom Material her ein Stormstretch-Material, was dann entsprechend auch leicht abriebfest ist. Das heißt, ihr habt hier eine gewisse Faserstruktur, die dann auch mal bei Gestrüpp oder so nicht gleich schlapp macht. Kein so ultra feines Softshell, aber jetzt auch kein Rhino-Skin, Shark-Skin Softshell-Material, wie es bei anderen Jacken von Helicon ist. Da ist hier wirklich der Fokus drauf auf leicht und klein packbar, dass man einfach für den Notfall, wenn man vom Schneesturm überrascht wird oder von hohlen Winden oder was auch immer es da an Naturereignissen gibt, einfach nochmal schnell aus dem Rucksack eine kleine Garnitur als zusätzlichen Layer packen kann. Von der Ausstattung her habt ihr einen durchgängigen YKK-Reißverschluss hier oben mit Zippergarage, die dann auch den Bart schützt quasi von der anderen Seite, von der Innenseite. Lässt sich damit die Jacke komplett öffnen. Innen habt ihr keinerlei Taschen, dafür aber hier dieses Mesh-Material, worauf es da oder beziehungsweise wo das dann nach außen eingesetzt wird, zeige ich euch gleich. Der Reißverschluss ist mit einer Flappe unterlegt und kann auch von unten geöffnet werden. Das heißt, wenn ihr unten irgendwo an Ausrüstung dran müsst, könnt ihr dann auch von unten, wie gesagt, öffnen. Der hochstehende Kragen beinhaltet gleich die Kapuze, die schauen wir uns an, wenn wir die Jacke von hinten betrachten. Wir haben hier zwei Napoleon-Brusttaschen, die hier so im oberen Bereich sind, wobei Napoleon wäre immer von innen nach außen, das ist hier genau andersrum, aber so von der Höhe her habt ihr zwei große Brusttaschen, die hier über den ganzen Bereich gehen, und da wäre jetzt auch das Mesh zu sehen. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr zur zusätzlichen Belüftung einfach die Brusttaschen offen stehen lassen und damit habt ihr auch noch mal ein bisschen Zirkulation. Zur Organisation ist hier nochmal auf der Innenseite ein Einschub vorhanden, der auch für ein breites Smartphone ohne Probleme passt. Und das war es hier eigentlich schon mit den Brusttaschen. Natürlich taktische Jacke. Ihr habt hier am Oberarm nochmal einen Klett, der auf den Ärmeln aufgebracht ist. Zusätzlich hier eine Bizepstasche, die ebenfalls mit dem Mesh unterlegt ist. Das heißt, auch hier wieder auflassen für zusätzliche Zirkulation. Den Reißverschluss findet man natürlich auch unter dem Arm für die Belüftung. Hier ist ebenfalls der Reißverschluss mit Mesh unterlegt. Das heißt, hier können keine Äste oder so reinkommen, weil das wäre der Reißverschluss, den man ja wirklich immer offen lässt, wenn man viel schwitzt zur Zirkulation. Und dafür ist es hier halt mit einem Mesh unterlegt. Die Bündchen lassen sich mit einem Klettverschluss einstellen. Ihr habt leichte Materialverstärkungen im Ellbogenbereich und die Nähte sind extra so gebaut, dass ihr damit auch mit einem Rucksack keine Druckstellen bekommt. Das heißt, die Schultern sind komplett frei, Nähte nach vorne und nach hinten verlegt, so wie sich das auch gehört. Den Jackenabschluss kann man auch dicht machen. Dafür ist hier an der Seite ein Bungee-Cord vorgesehen mit einem Pull-Cord. Das kann ich dann entsprechend zuziehen. Und dann kann ich die Jacke auch von unten dicht machen. Die Jacke ist nicht gefüttert, das heißt, die arbeitet mit einer zusätzlichen Isolationsschicht. Wenn ihr Wärme wollt, müsst ihr quasi nochmal ein Vlies unten drunter ziehen oder so, damit ihr da einfach nochmal mehr Isolation habt. Das ist wirklich nur der reine Outer Layer, der dann für den Notfall schnell mal aus dem Rucksack gepackt werden kann. Von Helicon gibt es noch eine andere Softshell. Das ist so eine PCU Level 5 Softshell. Fand ich immer. Also ich habe sowas immer gesucht in Coyote gerade,
Was mir da aber nicht gefallen hat bei der Helicon PCU 5 ist, dass die hier diese Kletts für den Namen hat und so. Das braucht man eigentlich nicht. Also das Maximum an Klett bei mir ist auf den Oberarmen und das haben sie hier wirklich super schön umgesetzt. Ist eine super schicke, schlichte Softshelljacke mit ganz, ganz wenig Klett. Der Rücken besticht durch Schlichtigkeit. Wie soll es bei einer Jacke auch anders sein? Was soll man da groß am Rücken sehen? Ganz wichtiges Feature aber hier gerade für so eine Jacke ist, die geht sehr, sehr weit runter. Das heißt, ihr habt auch das Ganze nochmal über den Po. Das heißt, zusätzlichen Schutz, gerade auch wenn ihr sitzt, finde ich bei so einer Jacke immer ganz wichtig. Hier seht ihr jetzt nochmal den Kragen von hinten. Da ist ein doppelläufiger Zipper, der auch schön unter einer Flappe verdeckt ist. Könnt ihr aufmachen. Und darin verbirgt sich eine geräumige Kapuze mit einem kleinen Visor vorne. Und natürlich hinten auch nochmal mit einer Verstellung. Oben habt ihr hier nochmal ein Klett, wo ihr dann entsprechend auch mal eine Skibrille oder so unten drunter kletten könntet, damit die nicht verrutscht. Das war's, schlicht und simpel. Gehen wir zur Hose. Die Blizzard Pant ist die perfekte Erweiterung zur Blizzard Jacket. Sie ist vom Schnitt her relativ weit geschnitten. Das heißt, wenn ihr vorhabt, die als zusätzliche Hose über einer Jeans oder über einer anderen Hose zu tragen, dann solltet ihr trotzdem noch mal eine Nummer größer wählen. Aber vom Beinausfall, also von der Weite des Beines, passt das auf jeden Fall. Zur Bedienung, ihr habt oben einen Druckknopf und einen YKK-Reißverschluss an der Front. Es ist ein Hosengürtel mit eingearbeitet, den seht ihr hier schon. Der wird einfach gehakt. Der ist jetzt hier ein bisschen straff, weil die Hose natürlich Martin-Maße hat und nicht hier die Modelmaße von der Puppe. So sieht das aus, wenn der Gürtel ausgehakt ist. Die Gürtelschlaufen sind umlaufend, natürlich, muss ja so sein bei einem Gürtel. Bei Gürtelschlaufen hier würde ein Gürtel in der Breite von 40 mm passen. Ihr habt vorne jeweils 2 nebeneinander, dann nochmal 4 an den Seiten und 2 auf der Rückseite. Ihr seht es hier schon, auf der rechten und der linken Seite vorne ist nochmal eine kleine Loop unten angebracht, wo man dann auch einen Karabiner einhängen kann. Ansonsten sehr, sehr slick die Hose, der Kniebereich leicht verstärkt. Ihr habt eine normale Hosentasche, die jetzt auch keine besonderen Features hat, außer dass hier der Eingriff noch ein bisschen verstärkt ist mit einem ganz leichten, feinen Cordura. Dass da einfach nochmal ein Schutz da ist für Messer oder sonstige Tools, die ihr da einsteckt. Hinten habt ihr nochmal neben der normalen Hosentasche nochmal eine zusätzliche schmale Einschubtasche, die für ein Pistolenmagazin, Lampe, Messer oder was auch immer geeignet ist. Seht ihr hier auch hier wieder abgenäht, verstärkt, genau wie auch die Hosentasche. Dann habt ihr eine sehr, sehr flach anliegende Oberschenkeltasche, die ist aber sehr geräumig mit einem großen Zipper und auch hier findet man wieder eine Unterteilung, wo ein Smartphone reinpasst. Der Beinabschluss ist ebenfalls mit demselben Material verstärkt wie bei den Hosentaschen. Hier habt ihr einen kleinen Kordelstopper mit Bungee-Cord, um den Beinabschluss eng zu machen. Zusätzlich habt ihr vorne nochmal einen Stiefelhaken, um entsprechend am Stiefel die Hose zu sichern, damit sie wie eine Art Gamasche funktioniert. Auf der Innenseite des Hosenbeins ist nochmal zusätzlich Material von diesem Gurtmaterial vorhanden, was auch nochmal dann Abriebschutz, Geröllschutz gibt. Zusammengefasst ist das Blizzard-Set von Helicon wirklich eine coole Geschichte, gerade wenn ihr was sucht, was man klein und leicht im Rucksack verpackt transportiert, um nochmal eine zusätzliche Isolationsschicht gegen Wind oder gegen Schnee oder gegen leichten Regen mit dabei zu haben. Und gerade auch nur die Jacke finde ich jetzt sehr, sehr cool im Alltag zu tragen, weil sie so dünn ist. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Fleecejacken unten drunter, weil ich dann wirklich bei Bedarf immer eine Schicht dazufügen kann oder wegnehmen kann. Ich mag nicht Jacken, wo alles in einer, alles vereint ist in einer Jacke. Dann, weil wenn mir warm ist, dann muss ich alles ausziehen, dann ist mir kalt. Und so habe ich halt einfach hier eine Möglichkeit, die entsprechend den Elementen anzupassen und zu steuern. Ihr bekommt die Helicon Tex Blizzard Pant und auch die Helicon Tex Blizzard Jacket überall dort, wo es Helicon Produkte zu kaufen gibt. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zur Blizzard Jacket oder zur Blizzard Pant? Schreibt es uns in die Kommentare, auch wenn ihr das selber schon im Einsatz habt vielleicht. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken. Schaut in unseren Blog rein, da habt ihr alle Kennzahlen und ein paar Bilder nochmal im Detail. Natürlich auch die Links. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.
Dann habt ihr auf jeder Seite hier vorne 2 von diesen Hosenlaschen, wo ihr auch nochmal einen Gürtel reinbringen könnt. Da würde so 35 cm, würde ich jetzt mal schätzen, von der Größe her. 35 cm. Oh,